Und bist du trocken geblieben? Nein. Bist du etwas trockener geblieben? Eigentlich auch nicht. Da geht's hoch für uns. Hm? 1,5 Stunden. 13 Uhr. Wir sind oben. Danke. Das ist der Peak Khalid. Da geht es dann morgen früh drauf. Und am See angekommen sind wir dann die gesamte Seeflanke entlang gelaufen, was ich wiederum super schön fand, weil da mit den Heiden und den Büschen und dem trockenen Gras und dem grünen Gras und den Felsen gab das halt irgendwie so ein schönes Farbspiel. Ja, und das hat mir echt gut gefallen. Das war halt auch entspanntes Laufen, muss man sagen. Ziel war jetzt der See, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hier vor dem Aufstieg zum Peak Khalid ist. Das heißt, wir haben hier einen ganz tollen Platz und können die ganze Zeit auf diesen Weg gucken, der uns morgen bevorsteht, der sehr steil aussieht. Ihr seht hier, diesen Zigzag geht es nach oben. Und das Ziel ist da oben, diese kleine Gap. Da müssen wir durch, um dann auf der anderen Seite wieder abzusteigen. 1,5 Stunden soll es dauern. Wir sind sehr gespannt. Wir versuchen hier morgen um 7 loszukommen und genießen jetzt noch den Abend und den Ausblick. Wir haben einen ganz tollen Spot.
Wir sind, glaube ich, um 7:30 Uhr morgens los. 450 Höhenmeter muss man machen, ne? Genau. Ja, direkt quasi Richtung Aufstieg. Isat sind uns da noch über den Weg gelaufen. Die haben noch mal ein bisschen Lärm gemacht. Lärm haben die gemacht? Naja, die hörst du ja, wenn die da von A nach B hoppeln. Das hat gesagt, oben ist flacher, ne? Ja. Und Hände braucht man auch auf der nächsten Seite. Meine ich. Das war ganz schön anstrengend. Stunde 10 hat es gedauert. Oben wurde es dann zum Glück ein bisschen flacher wieder. So, und das da, das ist das Mittelmeer. Heute können wir zum ersten Mal das Mittelmeer sehen. Wahnsinn. Nee, haben wir das Mittelmeer gesehen, das war ganz schön krass. Wenn man mal überlegt, was wir alles schon, wie viel Weg wir hinter uns schon gelassen haben. Better to put the pearls away? Yeah, yeah, it's quite a little bit of scrambling to do so. Von da sind wir gerade abgestiegen, hier runter. Nein. Bonjour. Und es war ja da diese 13 Seen-Landschaft von diesem... Desert of Khalid. Genau, richtig. Und das war echt krass, was waren wirklich viele Seen, an denen wir da vorbei sind. Und die Wege waren eigentlich auch ganz cool. Und dann waren wir in Burgkerke und haben da in diesem Lebensmittelshop erstmal für 80 € eingekauft. Ich weiß gar nicht was, weil wir haben davon nichts mehr gefühlt. Und der Lebensmittelmensch hat uns dann noch erzählt, wo wir bei der Kirche übernachten können. Da war ein mini kleiner Platz vor der Kirche, wo wir dann mit den 2 Zelten von Jane und Dave auch die Nacht verbringen konnten. Und letztendlich war das eigentlich ein ganz schöner Platz, muss man sagen. Das war eigentlich ganz cool.
Da war das ein ewig langer Aufstieg, 10 Kilometer, hast du gerade gesagt. Ja, ein Lauthöhenprofil war das. Wir sind ja auch, relativ flott am Anfang durch den Wald durch. Es ging ja immer nur geradeaus. So, wir haben mittags und das hier ist unser Weg. Führt hier an dem Hügel vorbei. Hinter dem Hügel geht es hoch auf die Ridge und dann werden wir hier oben entlang laufen und nochmal die gleiche Strecke hier hinter, was man jetzt nicht sehen kann. Und dann auf der spanischen Seite wieder runter. (2661 Meter, jetzt haben wir schon mal den Col erreicht. Das war ein langer Aufstieg, oder? Sehr lang. Sehr anstrengend. Bisschen kaputt. Völlig. Ja. Jetzt haben wir noch 200 bis zum Gipfel und dann nur noch ein bisschen hoch und runter. Ja. Und dann sind wir schon gleich da. Und dann ist es vorbei. 6 Stunden später. Ist für jeden Tag. Gott. Ist bald vorbei. Heute ist hart. Ja. Heute ist hart. Ja, und von da aus sind wir dann ja quasi nur noch über die Ridge gelaufen. So, und jetzt gehen wir hier über die Ridge. Und das war auch echt ganz schön abgefahren. Also A, die ganze Zeit auf dieser Höhe zu sein, dazwischen 2,6 und 2,8 fortwährend. Also das hatten wir so auch noch nicht. Und dann natürlich die Aussichten zu haben. Also du bist ja so hoch, dass du einfach links, rechts, überall um dich drumherum ins Tal, auf die nebenstehenden Berge, kannst du überall hingucken. Und die Berge an sich waren halt auch krass. Alle unterschiedliche Formen, Farben, Arten. Das war schon ziemlich geil. Und das ging ja auch echt lang, ne? Vor allem nochmal anstrengend, als wir dann ja eigentlich die Ridge verlassen haben und dann erstmal wieder so ein bisschen Talabstieg hatten, wo wir die ganzen Isats dann da auch gesehen haben und durch hunderte von Kühen danach durch sind. Ja, zum Refugi auf den letzten 20 Minuten hat es dann auch nochmal angefangen zu regnen. Haben da dann drin erstmal Sandwich gegessen und ein Bierchen getrunken, bis es aufgehört hatte zu regnen und dann haben wir uns einen Zeltplatz gesucht und haben da eigentlich einen ganz schönen Spot gefunden.
Haben dann in einem regenfreien Fenster alles aufgebaut, sind ins Zelt rein, dann fing es direkt wieder an zu regnen. Und dann aber auch inklusive Gewitter und richtigen starken Regen. Also da kam schon einiges runter. Guten Morgen. Es ist 8:52 Uhr. Wir sind bereits seit einer Stunde unterwegs. Sind heute Morgen gestartet am Refugi Ul de Terre. Und wir hatten eine sehr, sehr gute Nacht. Allerdings war der Abend doch sehr durchwachsen. Wir hatten ein kurzes Zeitfenster erwischt, um trocken unser Zelt aufzubauen. Und dann hat's losgewittert, gedonnert, geblitzt, geregnet in Strömen. Und wir waren ganz froh, dass wir schon im Zelt waren. Haben unsere Nudel gekocht. Und nach einer Stunde, glaube ich, war dann auch alles wieder vorbei. Und wir hatten eine sehr, sehr ruhige Nacht. Alles gut, jetzt sind wir wieder on road. Haben einen 7 bis 9 Stunden Tag vor uns. Und sind aber gut erholt, haben gut geschlafen. Und befinden uns jetzt hier gerade auf einem Hochplateau. Wir kommen von dort hinten. Und ja, so viele Höhenmeter machen wir heute nicht. Ich glaube nur 800 hoch und 1000 runter. Wir sind ja mittlerweile schon mehr gewöhnt. Und freuen uns, auch den heutigen Tag zu durchleben. Und sagen mal, bis dann. Ja, und von da aus sind wir dann irgendwie immer sehr weit oben geblieben und hatten immer Plateaugefühl. Immer ewig weite Flächen. Und wir hatten einen krassen Blick auf das Wolkenmeer. Ne? Oh ja. Das war echt ein krasses Gefühl. Eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, wir waren auf 4000 Meter Höhe. Ja, das ist richtig. Ja, es war irgendwie schon eine ganz neue Erfahrung heute, weil man irgendwie hoch war und aber alles war so eben, dass man sich eigentlich gar nicht fühlt, als würde man hoch sein. Mhm.
Ja. Und da gab es noch einen Abstieg von 650 Höhenmeter zum Refugi Marielle. Und kaum hatten wir die Hütte verlassen, fing es an zu grummeln und es sah auch sehr dunkel aus hier am westlichen Himmel. Aber wir haben uns trotzdem natürlich dazu entschlossen, weiterzugehen. Und eine Stunde später war es dann auch soweit. Ja genau, dann fing es nämlich an zu regnen. Dann haben wir uns unter den Baum gestellt, Regensachen angezogen. Dann fing es an zu hageln. Und dann war schon ein ganz schönes Gewitter über uns. Auch mit Blitzen. Und bist du trocken geblieben? Nein. Bist du etwas trockener geblieben? Eigentlich auch nicht. Die Füße sind trocken. Das ist gut. 4-mal hat es angefangen zu hageln. 4-mal, ja. Und jetzt wird es auch nicht regnen bis morgen um 4. Dann wird es wieder gewittern. Jetzt verbringen wir erstmal die Nacht und freuen uns auf den morgigen Tag. Mhm.